Hallo, mein Name ist Jessica und ich habe den Juara-Strand auf der malaysischen Insel Tioman zu meinem vorläufigen Zuhause gemacht. Heute zeige ich euch mal, wie ich hier so wohne. In meinem letzten Video sind wir zusammen durch den Dschungel des Taman Negara gewandert, der älteste Urwald der Welt. Dort habe ich euch blutrünstige Bestien gezeigt und Pflanzen, die ihr heilen können oder töten. Diese kleine Hütte hier am Strand nenne ich mein eigen. Der Ausblick ist schön, direkt am Strand. Man blickt bei der Arbeit quasi immer direkt aufs Meer. Ich habe meine Unterkunft in einer kleinen Holzhütte am Strand bezogen. Mein Büro ist vor der Tür auf der kleinen Veranda. Als digitale Nomadin kann ich einen großen Teil meiner Arbeit von überall auf der Welt erledigen. So sitze ich hier jeden Tag an meinem Computer und kann ab und zu den Blick über das Meer schweifen lassen. Das ist ein Blick aus meinem Bürofenster sozusagen. Hier arbeite ich jeden Tag von morgens mit einer kleinen Mittagspause und dann den ganzen Tag durch bis abends. Zum Arbeiten braucht man natürlich immer eine Internetverbindung in der heutigen Zeit, aber die ist gewährleistet. Es gibt Mobilfunk und es gibt auch WLAN. Der Legende nach ist die Insel Tioman die Ruhestätte einer wunderschönen Drachenprinzessin. Während sie nach Singapur flog, um ihren Prinzen zu besuchen, rastete die schöne Jungfrau, um im kristallklaren Wasser des südchinesischen Meeres Trost zu suchen. Verzaubert von der Magie des Ortes beschloss sie, ihre Reise abzubrechen. Indem sie die Form einer Insel annahm, gelobte sie, fortan vorbeifahrenden Reisenden Schutz und Trost zu bieten. Die Insel Tioman liegt 2 Grad über dem Äquator. Das ist eine richtige Dschungelinsel und der Dschungel ist super dicht und so ohne weiteres gar nicht zu durchdringen. Es gibt eigentlich nur überhaupt eine Straße hier über die Insel drüber. Man kann Dschungeltouren machen in den Dschungel. Man würde dort sicherlich einiges an tropischem Regenwaldleben finden. Aber ich komme ja gerade erst aus dem Taman Negara, dem tropischen Regenwald. Deswegen bleibe ich einfach hier an meinem Strand. Tioman wird seit Tausenden von Jahren von austronesischen Fischern als wichtiger Navigationspunkt genutzt und um die Vorräte an Süßwasser aufzufrischen und Holz zu schlagen. In den letzten 1000 Jahren war die Insel Hafen für chinesische, arabische und europäische Handelsschiffe. Durch seine hohen Berge und seine Lage 30 Kilometer vor der Küste war Tioman lange Zeit eine wichtige Zwischenstation für den Handel von Thailand zu den indonesischen Inseln wie Java. Noch heute sind oft chinesische Porzellanscherben an den Stränden rund um die Insel zu finden. In der jüngeren Geschichte war Tioman während des Zweiten Weltkriegs in der Hand sowohl der britischen als auch der japanischen Marine. Infolgedessen sind die Gewässer rund um die Insel mit Kriegsüberresten übersät, darunter die Wracks des britischen Schlachtkreuzers HMS Repulse und des Schlachtschiffs HMS Prince of Wales, die nach der Jagd auf das deutsche Schlachtschiff Bismarck hier von japanischen Flugzeugen versenkt wurden. Die Wracks liegen in einer Tiefe von 50 bis 70 Metern und sind somit nur technischen Tauchern vorbehalten. Ich bin in der Juara-Bucht. Die liegt auf der östlichen Seite der Insel Tioman und ist dem südchinesischen Meer zugewandt. Es ist Monsunzeit im südchinesischen Meer, deswegen ist es auch keine Hauptreisezeit und deswegen ist diese Insel hier fast leer. Natürlich sind die einheimischen Bewohner vor Ort, aber ansonsten habe ich hier diesen Strand weitgehend für mich alleine. Ich würde ihn auch mit 2, 3 Leuten teilen, aber die sind nun mal nicht da. Alle Lebensmittel und Versorgungsgüter, die man hier in der Juara-Bucht bräuchte, müssten über diese hohen, steilen Berge rangeschafft werden und über eine sehr kurvige, enge und ganz schlecht ausgebaute Straße, die über sie hier hinüberführt. Mein Strand liegt auf der Ostseite der Insel, die dem Meer zugewandt ist. Der Hafen, wo einmal täglich die Fähre vom Festland anlegt, ist auf der anderen Seite der Insel. Der Weg von hier dorthin führt auf der einzigen Straße der Insel den beschwerlichen Weg hoch über die Dschungelberge.
Deswegen kommt einmal die Woche ein Versorgungsschiff auf diese Seite der Insel und legt hier an dieser Pier an. Hier legt einmal in der Woche das Versorgungsschiff an. Das war zum Glück gestern. Das ist gut, denn es muss hier alles über die Berge ran geschafft werden sonst. Und das passiert eigentlich nicht, weil der Pfad ist viel zu schmal und zu steil. Deswegen kommt einmal in der Woche hier ein Versorgungsschiff und bringt alles, was die Leute hier in der Bucht so brauchen. Das erweitert den Speiseplan natürlich doch gewaltig, weil in der letzten Zeit war er schon ein bisschen ausgedünnt gewesen. Ich habe nur eine Flasche Wasser auf die Insel mitgebracht. Hier verzichte ich darauf, mir im Laden weiteres Wasser zu kaufen. Denn wir wissen alle, das, was die Wasserindustrie wirklich herstellt, ist nicht Wasser, sondern Plastikflaschen. Aus dem Regenwald in den Bergen kommen mehrere Quellen, aus denen hier das Leitungswasser entnommen wird. Dieses Wasser zapfe ich also hier jeden Morgen aus dem Hahn und koche es ab. Köstliches, sauberes Wasser. Nur der letzte Schluck aus der Kanne ist immer etwas sandig. Zu beiden Seiten dieser sichelförmigen Juara-Bucht fließen Süßwasserbäche in das Meer rein. Das Wasser ist klar und sauber und ich nehme an, dass von hier auch das Trinkwasser gewonnen wird, das ich natürlich abgekocht jeden Tag trinke. Das Wasser vermischt sich da draußen in der Bucht eine ganze Weile lang nicht mit dem Salzwasser. Und Salzwasser und Süßwasser, dort wo die sich vermischen oder auch eben nicht richtig vermischen, bilden wie so einen Schleier, einen trüben Schleier, durch den man nicht durchgucken kann. Beim Schnorcheln hatte ich schon immer den Eindruck, wenn ich durch so einen Süßwasser-Salzwasserschleier durchkomme, dass ich Sehstörungen hätte, weil auf einmal habe ich nur noch ganz unscharf gesehen. Aber dann ist mir klar geworden, als ich das kalte Wasser hier aus dieser Quelle gefühlt habe, dass das wohl diese Mischzone ist, wo man einfach nicht besser gucken kann. Wenn man dann wieder ein Stück weiter schwimmt, wird es wieder besser. Es gibt wenig, auf das ich als temporäre Bewohnerin dieser Insel neidisch sein könnte, außer auf die Besatzung dieser beiden Segelboote, die hier am südlichen Ende der Bucht liegen. Das ist schon echt toll, hier auf dem Segelboot festzulegen. Schöner kann ich es mir kaum vorstellen. Schon in der ersten Nacht hier in dieser Hütte ist mir klar geworden, wie sinnvoll es war, Seil und Moskitonetz über 2000 Kilometer mit mir herumzutragen, denn hier sorgt es auf jeden Fall für friedliche Nächte. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass es in diesem Sand wie in vielen tropischen Ländern Sandflöhe gibt. Die können echt penetrant sein und Stiche verursachen, mit denen man sich dann doch eine ganze Weile lang beschäftigen muss. Dagegen hilft natürlich Insektenschutzmittel, das muss man gleich morgens drauf machen. Am besten sogar welches, wo das sogenannte DEET drin ist. Ich muss sagen, dass ich mich von diesem Strand hier in der ganzen Zeit, in der ich schon hier bin, überhaupt nicht wegbewegt habe. Das ist quasi mein kleines Universum hier. Und durch die doch längere Zeit, die ich jetzt hier schon alleine bin, bin ich etwas schreckhaft geworden. Und das zunehmend, denn neulich habe ich mich vor meinem Lautsprecherkabel erschreckt, dann habe ich mich beim Joggen vor einer Welle erschreckt und schließlich einmal noch vor meinem Fuß. Und dann begegnete mir aber hier beim Schwimmen in der Bucht ein Hai. Meistens mittags und dann noch mal abends schnappe ich mir meine Taucherbrille und schnorchele da noch ein bisschen rum. Und an einem Tag begegnete mir dort ein Schwarzspitzenriffhai. Schwarzspitzenriffhaie sind für den Menschen eigentlich ungefährlich und kümmern sich um ihre eigenen Sachen. Und wenn sie Menschen begegnen, dann nehmen sie lieber Abstand. Es war ohnehin ein kleinerer Hai, die werden nicht so groß, 1,20 Meter würde ich sagen. Aber ein bisschen erschreckt habe ich mich schon und ich bin natürlich sofort umgekehrt und
in flacheres Wasser geschwommen. In den Kokospalmen am Strand ist morgens immer ein großes Gezeter, denn dort hängen sich die Flughunde kopfüber zum Schlafen hin. In der Nacht fliegen sie durch die Wälder der Insel und fressen Früchte. Nach ihrer Rückkehr streiten sie eine Weile um die besten Schlafplätze. Dieser Strand ist gleichzeitig auch mein Sportstudio, an dem ich meine abendliche Joggingrunde einmal hin und einmal wieder zurück vollziehe. Weil ja hier direkt vor dem Strand ein Korallenriff ist, liegen auch hier auf dem Sand überall Teile dieses Korallenriffs, die schön anzusehen sind. Wenn man barfuß joggt, muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man sich sowas in den Fuß tritt, dann joggt man eine Weile lang nicht mehr. In der Monsunzeit hängen diese Wolken die ganze Zeit über den Bergen, haben aber überhaupt keinen Einfluss auf das Wetter hier in der Bucht, denn es regnet eigentlich fast nie. Das Schlimme ist ja, dass ich fast nicht hierher gefahren wäre auf die Insel Tioman, weil in meinem Reiseführer drin steht, dass in der Monsunzeit das Wetter nicht so schön ist und dass hier sowieso fast alles geschlossen hat. Sicherlich ist hier das Leben nicht so wie in der Hauptsaison. Mir ist es ehrlich gesagt ganz recht. Natürlich haben nur 2, 3 Restaurants offen. Gestern Abend war aber trotzdem mal ein bisschen Live-Musik gewesen. Ich hätte das überhaupt nicht gebraucht. Wer natürlich Halligalli haben möchte, der muss in der Hauptsaison fahren. Aber wer so wie ich hier sehr viel Platz für sich selber haben möchte, der kann locker auch in der Monsunzeit nach Tioman fahren. Alle paar Tage regnet es mal nachts, vielleicht auch mal eine Stunde tagsüber, aber das ist doch kein Problem. Ist immer noch besser als das Wetter zu Hause bei dieser Zeit. Nun habe ich euch mal mein kleines Reich am Juara-Strand auf der Insel Tioman gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein bisschen von der Sonne spüren lassen, von der es hier so reichlich gibt. Schön, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Ich hoffe, ihr seid bei meiner weiteren Reise auch wieder mit dabei. Mal schauen, wo es dahin geht.